Blumenmeer mit dem neuen Aquarellix gemalt auf einer Struktur, und zwar mit der Spachtelmasse vermischt mit dem Graumehl, auch von der Firma Aquarellix. Dies will ich euch heute zeigen. Dafür braucht ihr die Farben von Aquarellix. Das sind ganz dünnflüssige Acrylfarben, die sich sehr gut mit Wasser verdünnen lassen, wie Aquarellfarben. Dann trage ich eine Spachtelmasse auf, vermischt mit Graumehl. Das Graumehl muss jetzt nicht unbedingt sein für dieses Bild, aber ich wollte die unterschiedlichen Strukturen austesten. Besonders gut ist diese weiße Strukturpaste. Dann füge ich die Farben hinzu, vermische sie mit Wasser, besprühe sie und vermale sie dann noch mit der Spachtel. Vorher muss aber bitte der Hintergrund trocken sein, diese Strukturpaste. Also es sollte zumindest angetrocknet sein. Hier verwendet habe, sind Rottöne, also Rot, dann auch noch etwas Ocker und Gelb. Etwas Orange könnte man auch noch dazugeben. Und wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, dann seht ihr, reißt teilweise diese Paste, die kriegt so Krakelen, die schauen sehr interessant aus. Und die Farbe fließt auch sehr speziell in diese Paste hinein. Und jetzt hole ich mit einer Art Negativmalerei mit dunkler Farbe, ihr könnt auch grün verwenden, ich habe halt dunkelblau mit etwas grün vermischt verwendet, male ich jetzt quasi den Hintergrund aus und hole somit diese schönen Blüten, die ich halt sehe, heraus. Das ist nicht ganz leicht, ihr müsst euch das vorher überlegen, man kann sich das auch vorzeichnen, ich habe halt schon den Blick dafür. Wichtig ist, dass ihr die Farbe eher sehr dünn und trocken nehmt, das heißt, ich vermische nicht viel mit Wasser, nutze die Transparenz dieser Farben, sonst wird es zu dicht ausgemalt. Und jetzt seht ihr, ich wische immer den letzten Farbrest vom Pinsel weg, dann bekomme ich sehr, sehr schöne Schattierungen. Ja, und das kann man jetzt machen, bis das Bild halt passt. Es kommt halt sehr darauf an, wie der erste Farbverlauf, der erste Farbauftrag entsteht. Mit der Spachtel habe ich ein bisschen einen Einfluss genommen, dass Blüten entstehen. Aber die Malerei ist halt schon auch wichtig und ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht alle Blüten nur einfach mit der Farbe umrandet. Das schaut dann nicht gut aus. Jetzt setze ich noch einige Highlights mit weißer Farbe drauf und hier seht ihr jetzt die genaue Ansicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmalen. Über ein Like freue ich mich natürlich, über Kommentare sowieso. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Labelotte shop.at, da bekommt ihr dann bald die Farben.